Mit Lego kann man vieles bauen, oder? Häuser, Fahrzeuge, sogar komplexe Geräte. Aber stell dir vor, jemand baut eine Maschine nach, die die wenigsten von uns jemals im Original zu Gesicht bekommen. Eine Industrieanlage, die maschinell Päckchen zu Geschenken verpackt. Genau so etwas haben die Creator des YouTube-Kanals Brickwall gemacht. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Lego-Maschine und die echte Maschine im direkten Vergleich. Ich zeige dir, wie nah die Lego-Version der realen Maschine hinsichtlich Aufbau, Arbeitsweise und Ergebnis, dem perfekten Geschenk, kommt. Die Antworten werden dich vielleicht überraschen. Versus Reality. Bevor wir uns die beiden Kontrahenten und deren Maschinen im Vergleich anschauen, müssen wir erstmal klären, was die eigentliche Aufgabe aus technischer Sicht ist. Bei dem Einpacken eines Geschenkes handelt es sich um einen Falteinschlag. Das Produkt ist quaderförmig, was die Sache natürlich stark vereinfacht. Falteinschläge findet ihr neben den Geschenkverpackungen beispielsweise bei Butterverpackungen oder klassisch auch bei einer Tafel Schokolade. Hier ist aber die Aufgabe eine Geschenkverpackung. Und das sind unsere beiden Kontrahenten. Für Lego tritt an The Brickwall Team aus Kanada. Der YouTube-Kanal hat 300.000 Abonnenten und es werden viele verrückte Lego-Technics-Projekte gebaut, umgesetzt und dann auch auf YouTube vorgestellt. Genauso wie die Maschine, die wir uns gleich anschauen, The Wrapping Factory. Mit einer Gesamtlänge von über 1,80 Meter und einer Höhe von etwa einem halben Meter ein echtes Lego-Monstrum. Verbaut wurden laut dem Team 19 Motoren, 4 Bavits, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn du das weißt, schreib es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ein Mindstorm EV3 Robotikbausatz und fast alle Steine, die man besitzt, wie viele das auch immer sein mögen. Die Anlage schafft, nach dem, was ich gesehen habe, etwa 2 Geschenke pro Minute. Auf der anderen Seite haben wir den Gift Wrap 3000 der britischen Firma CPAC. Das, was die Maschine so einzigartig macht, oder der Hersteller zumindest, ist, dass die verpackten Produkte so aussehen, als hätte sie jemand wirklich mit der Hand eingeschlagen. Was jetzt nicht heißt, dass alles krumm und schief ist, sondern die Art der Faltung und dem Aussehen und der Anmutung eines Geschenkes nachempfunden ist. Also eines manuellen verpackten Geschenkes nachempfunden ist. Die Anlage schafft 50 Packungen pro Minute. Ich habe jetzt keine genauen Angaben zu der Dimension der Maschine. Die Maschine ist aber deutlich höher und auch tiefer. In der Länge ist sie aber etwa vergleichbar mit etwa 2 Metern. Damit du mal ein Preisgefühl bekommst, die Maschine hat vor gut 10 Jahren etwa 100.000 britische Pfund gekostet. Und wenn ich mir die Lego-Preise der letzten Jahre so anschaue, ist sie wahrscheinlich damit auch günstiger als die Lego-Maschine selbst. Nee, Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung, was die Lego-Variante kostet. Meine laienhafte Abschätzung wäre etwa 5.000 Euro. Wenn du Lego-Fan bist und du dich etwas auskennst, dann kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was du schätzt, wie hoch die Kosten für die Lego-Maschine denn sein könnte. Kommen wir nun aber zum Anlagenvergleich. Wir gehen die Maschinen nach ihren einzelnen Stationen durch und schauen uns an, ob sich die Lego-Variante bei dem Arbeitsprinzip an dem Original orientiert hat oder einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Round 1. Wir brauchen ja 2 Dinge für ein vernünftiges Geschenk. Ein Produkt und Einschlagpapier. Und beides muss in der Maschine bereitgestellt werden und in die Maschine zugeführt werden. Schauen wir zuerst auf die reale Maschine. Es fällt auf, dass es 3 Ebenen gibt. Auf der untersten Ebene wird das Produkt zugeführt. Dies passiert mittels eines Förderbandes. Auf der mittleren Ebene kommt das Papier in die Maschine und auf der obersten Ebene ist die Arbeitsebene. Dort wird also verpackt und dort erfolgt dann auch die Ausgabe der Geschenke und zwar auf der gegenüberliegenden Seite.
Sprich, das Produkt fährt einmal komplett durch die Anlage hindurch. Die Lego-Maschine ist identisch aufgebaut. Unten das Produkt, in der Mitte das Papier und oben wird gearbeitet und erfolgt die Ausgabe. Es gibt aber einen großen Unterschied und das ist das Papier. Also nicht die Farbe des Papiers, sondern der Giftwrapper wird mit vorgeschnittenem Papier, also Zuschnitten gefahren, während die Lego-Maschine von der Rolle arbeitet. Der Abzug der einzelnen Papierzuschnitte ist auch nicht ganz so banal, wie es sich anhört. Denn es muss sichergestellt werden, dass immer nur ein einzelnes Blatt genommen wird, da es ansonsten zu Störungen und Ausschuss kommt. Und ihr kennt es ja selber, wenn man von einem Stapel Papier das oberste abnehmen will, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Ja, wie behilft man sich dann? Ja, man macht sich so Flutschefinger. Und das ist natürlich in der Maschine anders. Ja, da gibt es jetzt keinen Mitarbeiter, der dann mit Flutschefinger dort dann das Ganze vereinzelt, sondern hier hilft man sich mit Saugsystem. Das Ganze kann man auch noch mit einem Luftgebläse unterstützen. Du siehst hier mal eine Anlage eines japanischen Anbieters. Hier sieht man schön auf der linken Seite, wie das oberste Blatt angehoben wird und dann mit eingeblasener Luft, dass dieses einzelne Blatt, das oberste, schön separiert wird. Und so wird dann sichergestellt, dass immer nur ein einzelnes Blatt in die Maschine eingeführt wird. Und bei der Lego-Maschine haben wir einen sogenannten Rollenabzug. Von der Rolle zu arbeiten ist natürlich eine feine Sache, ja, da ich günstigere Papierrollen einkaufen kann und mir den Einzelabzug spare. Dafür braucht man dann aber einen Querschneider. Das ist auch hier in der Lego-Maschine so vorhanden. Ja, das heißt, dort flitzt dann immer ein Messer von links nach rechts. Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Flexibilität. Beim Giftwrapper kann ja jedes Geschenk ein anderes Papier haben. Also eine andere Farbe, ein anderes Muster. Ich brauche nur einen gemischten Stapel. Das ist bei der Rollenverarbeitung so natürlich nicht möglich. Eine Rollenverarbeitung macht dann mehr Sinn, wenn ich sage, ich habe jetzt also eine bestimmte große Anzahl, die sollen alle gleich aussehen. Also halten wir fest, Aufbau gleich, Papierzufuhr unterschiedlich. Round 2. Geschenk und Papier ist an der richtigen Stelle und nun muss beides verheiratet werden. Und prinzipiell gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Einerseits könnte man das Papier bewegen. Ja, also wenn das Geschenk ist, ja, dann könnte man das Papier nach unten bewegen und versuchen, irgendwie da rumzufalten. Oder aber ich lasse das Papier an der Stelle und fahre das Geschenk durch das Papier hindurch. Also nicht richtig hindurch, aber so, dass ich das Papier mitnehme und dann den ersten Einschlag mache. Wenn ihr eure Geschenke zu Hause manuell einpackt, dann bewegt ihr immer das Papier. Ja, also Papier auf den Tisch und Geschenk drauf und dann bewegst du das Papier. Bei dem Giftwrapper und auch bei der Lego-Maschine wird das Produkt durch das Papier gefahren. Man hat hier also einen Hubtisch, der das Geschenk von der untersten Ebene auf die oberste Ebene hebt und das Papier aus der Zwischenebene einfach mitnimmt. Und jetzt kommt der interessante Teil. Der Hubtisch ist ja jetzt in der obersten Position und nun will man das Papier im nächsten Schritt unter das Paket bekommen. Aber da ist ja noch der Hubtisch im Weg. Der muss also erstmal wieder runterfahren. Damit das Geschenk aber oben bleibt und nicht einfach hinterherfällt, gibt es in dem Schacht zwei schräge Klappen, die beim Hochfahren, ja, wenn das Geschenk hochfährt, ja, werden die eingedrückt und wenn das Geschenk vorbeigefahren ist, dann klappen die zurück und das Paket bleibt in der obersten Position stehen und kann nicht mehr runterfallen. Und dies lösen beide Maschinen auf die gleiche Art und Weise. Round 3. Das Papier und das Packgut sind jetzt verheiratet. Schauen wir also auf den Hauptprozess, das Einschlagen. Das ist ja auch der Zweck, wofür wir die Maschine ja eigentlich gekauft oder wofür die überhaupt gebaut wurde. Und hier gibt es einen großen Unterschied beim maschinellen Einpacken zu dem Einpacken, wie du es vielleicht zu Hause machst. Zu Hause bewegst du die Werkzeuge, deine Hände. Du greifst, du faltest, du drehst um. Ja, also die Werkzeuge, die Hände werden bewegt. Im maschinellen Prozess ist das ein bisschen anders. Anfänglich bewegen wir Werkzeuge, ja, also um die ersten Faltprozesse durchzuführen. Danach wird aber durch eine geschickte Bauweise und präzise angepasste Bleche
dafür gesorgt, dass sich das Paket praktisch selbst einpackt, indem das Päckchen durch die Maschine durchfährt. Ja, also es fährt dort durch und packt sich dabei selbst ein. Zuerst wird die Unterseite eingeschlagen, sodass das Papier das Geschenk jetzt vollständig umhüllt. Dazu wird ein Blech unter das Produkt gefahren. Mit der gleichen Bewegung wird auch eine Seitenfalte gebildet. Und was auch in diesem Schritt passiert, ist, dass das Paket aus der Positionierungsstation gedrückt wird und dabei an einem Blech vorbeifährt, was die zweite Seite einschlägt. Bei der Lego-Maschine passiert das auf identische Weise. Damit haben wir jetzt nur noch die Laschen oben und unten. Und diese werden, wie gesagt, einfach mit stillstehenden Blechen umgelegt. Beim Giftwrapper wird zuerst die untere Lasche und dann die obere Lasche gefaltet. Bei der Lego-Maschine ist es genau andersrum. Und warum ist das so? Der Unterschied begründet sich in unterschiedlichen Klebeprozessen. Dazu aber gleich mehr. Erstmal schauen wir auf Störungen und Ausschuss. Wie du gesehen hast, ist das Falten aus mechanischer Sicht ein relativ simpler Prozess. Aber deswegen läuft er nicht störungsfrei. Kleinste Abweichungen bei der Positionierung des Papiers oder des Produktes können zu Maschinenstörungen oder zu Ausschuss führen. Und bei beiden Maschinen ist das auch der Fall. Und in beiden Maschinen ist das auch, vermutlich ungewollt, auf Video festgehalten. Fangen wir an mit der Lego-Maschine. Dort sieht man, dass die untere Lasche sich verzieht und dann zerknittert angelegt wird. Hier nochmal ein anderes Paket zum Vergleich. Man sieht sehr schön das saubere und das unsaubere Anlegen. Und damit sieht das Endergebnis natürlich nicht mehr ganz so schön aus. Aber auch eine industrielle Maschine ist nicht vor Ausschuss gefeilt. Ich lasse das Video mal kurz in Normalgeschwindigkeit laufen und du kannst ja mal schauen, ob du die Problempackung oder Problempackungen erkennst, bei denen der Prozess nicht ganz sauber läuft. Bereit? Dann los! Und erkannt, es sind bei diesem kurzen Video sogar 2 Ausschusspackungen dabei. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Hersteller so gewollt hat, dass das auf Video festgehalten wird. Oder wahrscheinlich ist es noch nie einem aufgefallen. Es ist der zweite und der vierte orangefarbene Einschlag. Schauen wir das nochmal gemeinsam an. Hier die erste orange Packung. Sieht noch gut aus. Hier die zweite und da sieht man schon, das Papier wurde nicht gerade eingezogen. Die Folge, ein sehr unsauberer Einschlag an der Seite, aber auch an der Unterseite hat das gar nicht so funktioniert. Hier hinten sieht man das Papier hervorstehen, was eigentlich unter der Packung sein sollte. Schauen wir noch auf die übernächste orangefarbene Packung. Und auch hier ist die Seitenfalte nicht sauber gelegt. Nicht ganz so katastrophal wie bei der vorherigen, aber auch gar nicht gut. Auffällig ist, dass die orangenen Papiere betroffen sind. Ja, kann jetzt ein Zufall sein, das ist ja nur eine kurze Sequenz. Aber bei meiner Analyse, wenn ich da jetzt an der Maschine stehen würde und müsste dort untersuchen, woran liegt es denn, würde ich erstmal aufs Papier tippen. Denn kleinste Abweichungen in der Papiersorte, ja, können sofort zu Problemen führen. Ja. Dieser Papiereinzug, hatte ich ja gesagt, der ist sensibel, muss genau eingestellt werden. Und da reicht es manchmal schon, dass eine andere Druckfarbe, die dann auch einen anderen Reibwert hat, mit einer anderen Oberflächenstruktur, zu Problemen führt. Ja, die Maschine kann das Papier nicht mehr sauber greifen, nicht richtig einführen und schon hat man Störungen und Ausschuss. Round 4. Nun will man ja, dass die Laschen nicht einfach wieder aufgehen. Deshalb braucht es eine Klebung. Und wie wird es bei Lego gelöst? So wie zu Hause. Mit einem einfachen, handelsüblichen Kleberoller. Der wird schön aufgesetzt, die untere Lasche erhält eine Klebespur und dann wird es gefaltet. Und bei der Industriemaschine, hier habe ich wieder auf das Video der japanischen Maschine zurückgegriffen. Hier sieht man die Klebedüse, die auf die vorbeifahrende Lasche, ja, die obere Lasche wird hier besprüht, den Kleber aufträgt, bevor diese dann anschließend
umgelegt wird. Der Kleber entfaltet seine Klebwirkung aber nicht sofort und braucht ja einen gewissen Moment, um auszuhärten. Deshalb fahren die Pakete noch eine kleine Strecke durch seitliche Anpressbänder, ja, die dann richtig schön andrücken, sodass der Kleber dort seine volle Klebkraft entfalten kann. In der Lego-Maschine wird auf langes Anpressen verzichtet. Vielleicht waren auch die Teile alle. Zumindest gibt es dort nur eine kleine Rolle links und rechts. Round 5. Kommen wir zum letzten Schritt, der Ausgabestation. Und hier spielt die Lego-Welt ihre volle Stärke aus. In der realen Welt wird das fertige Päckchen aus der Maschine gefahren und kann dann entweder in einer nachfolgenden Maschine in eine Umverpackung gepackt werden, ja, zum Beispiel eine Wellpappkiste, und da sind dann 4, 6, 8 oder was weiß ich, wie viele Pakete in einer Umverpackung gebündelt. Und in der Lego-Welt, na, da gibt es viel bessere Methoden, wie du hier sehen kannst. Macht natürlich deutlich mehr Spaß und erinnert dann wieder an eine echte Lego-Maschine. Bevor wir zum Fazit kommen, nochmal kurze Erinnerung: Falls dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da, und falls du den Kanal, den Inhalt magst und noch nicht abonniert hast, dann abonniere doch den Kanal, würde mich sehr freuen. Also, kommen wir zum Fazit. Erstens, die Lego-Maschine ist fantastisch umgesetzt. Ja, gibt es gar keinen Zweifel, wenn man die Arbeit sieht, die da drin steckt, und auch wie sie das Ganze nachgebildet haben. Das ist einfach großartig. Zweitens, es ist deutlich zu sehen, dass man sich die reale Maschine zum Vorbild genommen hat. Ja, also man hat jetzt nicht einen komplett neuen Prozess entwickelt, sondern man hat gesagt, ich bilde das ab, was es in der Industrie schon gibt, eine Einschlagmaschine. Aber wie gefällt dir die Maschine? Was glaubst du, wie lange man an so einer Maschine baut und vor allem auch programmiert? Ja, bauen ist das eine, aber dann muss es ja auch noch programmiert werden. Eigentlich bräuchte es hier eine Reaktion vom Held der Steine und seine Expertenmeinung über das Lego-Projekt. Aber ich glaube, die Lego-Fangemeinde ist groß genug, dass auch hier einige dabei sind, die ihr Wissen gern teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.